Hey, mach schon. Ey, cool, wir spielen Ball. Na, ist doch nett. Und ich bin voll schlecht drin. Ha, netter Versuch. Mann, ich hasse Alex. Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Stardew Valley, Butch Bop, Stardew Valley, Stardew Valley. Oh yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Butch Bop 42 spielen Stardew Valley. Mein Name ist Butch. Und ich bin Bob. Und wir spielen Stardew Valley und wenn euch das gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und Robin haut gegen mein Haus. Robin haut gegen dein Haus. Warum macht sie das? Achso. Ich glaube, sie wird vergrößern, aber Du machst ja schon wieder ein Update. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Oh, Penny hat die Pflanzen gegossen. Das ist voll geil. Voll nett. Kann ich jetzt mal mit ihr knutschen, bitte? Weil, Sie ist anscheinend auch nett 42. Sie ist richtig nett 42. Ah, wir haben so viel zu tun heute. Bob, wir haben so viel zu tun. Ja, fühlt sich an, als hätten wir einfach ewig nicht aufgenommen. Weil wir einfach nur noch mit Abo-Specials zu tun haben. Stimmt. Kommen wir gleich mal zum ersten Thema. Abo-Specials. Wie stehst du dazu? Ja, finde ich gut. Ich mag gut, Yu-Gi-Oh! Ne? Ja, wie ihr mitbekommen habt, kommen seit geraumer Zeit mehr Abo-Specials als sonst. Das liegt einfach daran, dass wir mehr Abonnenten haben als sonst. Also herzlich willkommen an alle, die dazugekommen sind. Es ist wunderschön, die Zahlen wachsen zu sehen, vor allem die Community wachsen zu sehen. Wir haben ganz, ganz viele tolle Kommentare bekommen auf unsere Videos, auf die Covers. Das ist einfach sehr schön. Und ich hoffe, das bleibt so und wächst noch ein bisschen. Ich habe da Gefallen dran gefunden. Ja, ich finde das auch super. Ja. Voll die netten Kommentare und so dabei. Ja. Übrigens, heute ist auch, ab heute ist Stardew Valley 1.5.5. Stimmt, so, also ab heute, wo wir aufnehmen. Genau. Das ist gerade frisch rausgekommen. Naja, nee, vor 2 Tagen. Echt? Naja, Ja. ist doch frisch. Ist doch Ja, gerade frisch. ist noch warm. Siehste. Ich habe eine uralte Frucht und Oh ja, hervorragend. Und noch eine und noch dann eine in Goldqualität auch? Let me check. Sogar 2 in Goldqualität. Das ist hervorragend. Dann können wir ich habe 2 in Silber, die schmeiße ich in den Saatgutautomaten. Okay. Weil die goldenen, schmeiß die mal bitte in die To-Go-Kiste. Weil wir die ja für den Joja-Mart dann brauchen. Ist das hier die To-Go-Kiste? Nein, neben der Verkaufskiste ist immer noch die To-Go-Kiste. Stimmt. Seit Ewigkeiten. Ich habe das Gefühl, das stockt heute ein bisschen bei mir. Was ist da los? Echt? Ja, Bei mir läuft flüssig, würde ich behaupten. Irgendwie habe ich das Gefühl, es stockt ein bisschen. Ah, warte, hier ist noch was zum Pflanzen. Nicht Pflanzen. Zum Ernten. Bob, ich war gestern im Kino. Ja, geil, was und hast du ich kann mal eine Filmempfehlung rausgeben. Empfehlung sogar? Ja. Okay. Ich kann wirklich empfehlen, House of Gucci zu gucken. Echt? Boah, nee. Nee. Ich weiß, warte, lass mich auserzählen. Also du kannst mir jetzt erzählen, was du willst. Ich werde diesen Film niemals gucken, weil ich solche Filme überhaupt nicht feiere. Sobald im Trailer oder irgendwo kommt, auf wahren Begebenheiten oder was auch immer, bin ich direkt raus. Echt? Ja, direkt. Warum? Echt? Ich habe null Interesse an diesem Scheiß. Boah, erzähl mal warum. Weil das ist halt einfach die Realität, also nicht die Realität, sondern die Realität in geil gemacht. Und dann halt auch einfach größtenteils verfälscht und was weiß ich nicht. Ich finde solche Filme ganz, ganz, ganz schrecklich, ganz furchtbar. Echt? Ja. Okay, bei mir kommt es bei diesem Film nicht auf die, ob das jetzt eine wahre Begebenheit ist oder nicht. So, das ist mir eigentlich relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Aber von der Filmart, also wie er gemacht wurde, von der ganzen Kunst des Films quasi und vom Schauspielerischen, ist dieser Film einfach absoluter Wahnsinn. Ich bin kein Modefan, ne? Ich interessiere mich für Gucci oder für Gucci, genauso wie für Versace. Versace. Oh, egal. Ja. Ich interessiere mich dafür null. Ich interessiere mich auch überhaupt nicht für die Personen. Das ist mir alles scheißegal. Aber die Schauspieler, das war der absolute Wahnsinn. Und es ist natürlich ein Film von Ridley Scott. Und Ridley Scott sollte jedem ein Begriff sein. Der schon mal Alien. was von Alien. Der hat einfach Alien gemacht. Und das hat er nicht nur irgendwie gemacht, sondern auch wunderbar. War übrigens die erste große weibliche Heldin damals. Stimmt, Ripley. Ja. In einem Film. Und dann nicht nur so
so eine romantische Geschichte. Sie war halt schon badass. Ja, nicht so eine romantische Geschichte, wie sie sonst Frauen immer auf dem Leib geschrieben wird, sondern die hat einfach, die war schon krass. Also bis heute auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme, Alien 1. Ich finde alle Alien-Filme geil. Ja, die auch sind auch alle Prometheus geil. und Alien Covenant und Unpopular Opinion. Ja, die habe ich noch gar nicht geguckt, muss ich ehrlich sagen. Schon cool. Also ich finde die super. Also ins Gesamtbild fügen die sich für mich persönlich halt echt gut ein. Ich überlege die ganze Zeit, was ich jetzt eigentlich mit dem Zeug hier machen soll. Was soll ich mit den uralten Früchten machen? Na, habe ich dir doch gesagt, in die To-Go-Kiste packen. Ja, habe ich ja, die goldene. Habe ich ja gemacht, aber die anderen? Achso, die zu Saatgut verarbeiten. Ah, siehste. Im Gewächshaus, die 4 Saatgut-Maker. Ja. Ich dachte, dass du nur goldene geerntet hättest. Nee, ich habe gesagt, ich habe 2. Ah, okay. Und, ja, erzähl mal erstmal weiter. Zu Ridley schauspielerisch Scott habe ich nämlich auch noch was zu sagen. Schauspielerisch ist der Film einfach nur der absolute Wahnsinn. Adam Driver, das ist Kylo Ren, oder? Kylo Ren. Und der spielt, der hat so eine große Bandbreite in dem Film. Vom schüchternen sonst was zu absolut ernst und Scheiß auf alles Typ. Lady Gaga sowieso. Voll krass. Al Pacino spielt da noch mit. Wer spielt da noch mit? Jared die Besetzung Leto. war irgendwie ziemlich Jared krass, Leto ne? mal in einer ganz anderen Rolle. Ich kenne ihn eigentlich immer nur in seinen Rollen als sehr exzentrisch und man kennt ihn ja auch als Joker. Ich wollte ihn sagen, der Joker, ne? Ja. Joker war ja total kacke. Also Suicide Squad mit ihm als Joker war gar nicht gut. Und Suicide Squad war einfach nicht gut. Suicide Squad war der ganz großer Mist. Was aber nicht an den Schauspielern unbedingt lag, sondern echt an dem Buch. Genau wie bei Daredevil damals mit Ben Affleck. Wo sich alle aufgeregt haben, der war so scheiße, Ben Affleck, scheiß Schauspieler. Nee, das Buch war kacke. Also, da konntest du nichts machen. Da hat er schon das Beste draus rausgeholt. Jedenfalls Jared Leto da in einer Rolle ganz ruhig, ganz anders. Wirklich ganz anders als sonst. Das war sehr erfrischend. Das hat Spaß gemacht. Ja, nice. Kann ich nur empfehlen, wirklich. Für Leute, Wir die... haben ein Gas-Omelette-Gerät hier fertig. Ja. Hab die Eier eingesammelt. Okay, kann ich die... Warte, ich bring die zur To-Go-Kiste. Genau, dann nehme ich die gleich mit. Ich habe nämlich... Ja, pass auf, dann gehst du zu Gas und ich gehe zum Joja-Markt-Gerät. Das ist doch eine gute Idee. Gerät. Bam, bam, bam. Oh, falsch rum. Was aber auch krass war, das Kino war voll. Also eigentlich war so gut wie jeder Platz besetzt. War halt auch mit Maskenpflicht, auch am Platz. So. Auch am Platz? Auch am Platz. Impfnachweise und so weiter wurden ja natürlich auch gefordert, klar. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, ich glaube 25? 6, 24 7, brauchen wir, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Wenn nicht hier im 14, Schuppen 15, sind eventuell 16, noch welche. 17, 18, 21 habe ich. Ja, hier im Schuppen sind doch noch welche, oder? Ja, entspannt. Nimm vielleicht sogar die aus dem Schuppen, das sind die normale Qualität haben, sodass wir ein paar von den höher qualitativen Dingern noch verkaufen können. Gut, dann gucke ich mal, dass ich nur die Standardqualität-Teile reinhaue. Nee, falsches Pferd. Da habe ich mich aufs falsche Pferd gesetzt. Ah! Ja, so. Was ich erzählen wollte zu Ridley Scott. Also ich bin ja auch totaler Alien-Fan, ne? Habe ich ja schon gesagt quasi. Allerdings ist mir Ridley Scott in letzter Zeit ein bisschen unsympathisch geworden, weil der Sachen im Internet von sich gibt, die halt so, wo man sagt, dazu muss er halt nichts sagen. So, weil irgendwie einige Filme von ihm, was hat denn der jetzt letztens noch gemacht? Und so einen Ritterfilm hat er noch gemacht. Und der ist wohl ein bisschen gefloppt oder so. Und der hat sich dann irgendwie darüber ausgelassen, dass so zum Beispiel die ganzen Superheldenfilme und das ist ja total stumpf und bla bla bla. Also hat sich so über irgendwelche Sachen aufgeregt, wo man sich denkt, ja und, also er wirkte halt einfach so wie salty, dass seine Filme halt keinen Erfolg mehr so richtig haben, aber dieses Popcorn-Kino halt. Und da muss ich sagen, also ja, das mag ja stimmen, aber durch solche komischen Tweets und Kommentare oder was auch immer er da abgibt, also
weiß ich nicht, er wirkt halt dann wie so ein alter, erzürnter Opa, der nicht zufrieden damit ist, dass eine andere Generation halt andere Sachen mag. Ja, das finde ich halt sehr nervig. Problematisch. Also ja, verstehe ich. Nicht, dass ich jetzt dann sage, ey, ich gucke keine Filme mehr von Ridley Scott, aber ich finde halt solche Kommentare muss man halt trotzdem nicht von sich geben. Das ist halt, also es ist bescheuert und führt zu nichts. Nee, es ist halt total Quatsch, irgendwas zu machen und einfach zu fordern, dass die Leute das jetzt geil finden, einfach nur, weil ich das halt geil finde. Nee, so funktioniert das nicht. Und der Zeitgeist ändert sich mal, vielleicht kam der Film auch zur falschen Zeit raus, bla bla bla. Kann ja alles sein. Also haben auch so ganz viele gesagt, vielleicht ist halt auch einfach die Zeit seiner Filme, vielleicht ist sie jetzt halt einfach vorbei in dem Sinne. Ja. So, dass eben diese Art von Entertainment, die er halt fabriziert, ist vielleicht jetzt einfach nicht mehr gewollt. Nee, aber vielleicht muss er sich auch einfach eingestehen, naja, ist halt einfach nicht so. Meine Filme sind halt anders. So, ja. Vielleicht ist das auch einfach gut. Vielleicht ist es ja auch total gut, dass seine Filme nicht so wie Popcorn-Kino weggeschmaust werden, sondern sich da Leute da wenigstens reinsetzen, die das aber auch total feiern. Ja, stimmt. Das kann man natürlich auch dann weiß so ich nicht, sehen. Ich finde das ist doch eher voll das, voll das Kompliment. So. Ja. Und Ridley Scott braucht sich nur echt nicht beschweren. Es ist ja nicht so, dass seine Filme floppen würden. In dem Sinne, weißt du? Aber du musst eben auch wissen, wer du bist und was du machst. Ja, und für wen du es halt machst, ne? Genau. Oder, was heißt für wen? Im Endeffekt machst du es ja für dich. Sollte es jedenfalls so sein. Er will ja auch schon, also wenn ich jetzt einen Film machen würde, dann möchte ich natürlich auch einen Film machen, der den Leuten auch gefällt. Ne? Ja und also finde ich nein. Ja und nein. Ich bin immer der Meinung, wenn es um Kunst geht, egal um was es ist, ob das Musik ist, ob das Mode ist, ob das Film ist, egal was, es ist immer der tiefste Anspruch eines Künstlers, sagen wir mal, sich auszudrücken. Er muss das machen, weil das sein Ventil ist oder weil das Ventil des Künstli ist, sich auszudrücken. So. Story schreiben, Buch schreiben, Film schreiben, was auch immer, machst du, weil du das rauslassen musst. So, und das deine Art ist, dich auszudrücken. So, und wenn natürlich das Geld hast, das genau so in Szene zu setzen, wie du es gerne möchtest, ist das natürlich toll. Ne? Und dann lockt das natürlich auch wahrscheinlich mehr Leute an. Aber im Endeffekt ist es immer so, guckst du ja, dass es dir gefällt. So, du musst mit dir zufrieden sein. Und dann, entweder mögen das Leute oder nicht. So, aber darauf hast du so erstmal keinen Einfluss. Und wenn du mehr darauf achtest, dass die Leute das mögen und du dir aber denkst, eigentlich hätte ich das gern so gemacht, aber damit die Leute es mögen, mache ich es halt so und so. Moment, kurze Zwischenfrage. Die uralten Früchte hast du verarbeitet, oder? Ja, sind okay, auch schon im Dings. Ah, okay. Ah, ja, ich sehe es. Perfekt. Dann verkaufst du dich ja. So, das ist doch doof. Ja, geht dann in Richtung Sell-out, ja. Genau. Entweder mögen das die Leute oder nicht. So. Also du kannst immer nur größtmöglich mit dir zufrieden sein. Aber zum Beispiel, also wenn ich jetzt zum Beispiel die Stardew Valley Cover mache, hier in der Infocard, also ich könnte natürlich auch einfach die Sachen machen, die ich halt so feiere, aber es wäre halt für manche vielleicht auch einfach ein bisschen komisch, sagen wir es so. Deswegen, also ich mache auch schon Sachen, also wo einfach eine Schnittmenge da ist, ne? Also Sachen, die ich mag und Sachen, von denen ich denke, das könnte den Leuten vielleicht auch gefallen. So, ja, aber du machst das dann aber auch so, du setzt es dann aber auch so um, dass du damit zufrieden bist. Ach so, ja, natürlich. Ich mache nicht den Net Warrior. Genau. Obwohl, er macht es ja vielleicht, er macht es vielleicht auch so, wie er damit zufrieden ist, ne? Das stimmt. Warum habe ich denn hier keinen... Er ist eigentlich der echte Künstler. Wo ist denn der Riffbarsch? Habe ich noch gar keinen Riffbarsch gefangen? Doch, wir hatten schon mal irgendwann einen Riffbarsch, aber... Ich gucke gerade in meine Sammlung und ich finde einfach keinen Riffbarsch. Ach so, vielleicht habe ich den dann gefangen. Oder wir haben gekauft. Hier ist er doch, Alter. Beliebter Fisch mit einer schönen roten Farbe. Ja, aber wo? Wo gibt's den? Auf jeden Fall im Meer. Doch im Meer, ja? Ja. Ach, scheiße. Und es ist schon 1:10 Uhr, ist es voll zu viel. Ich habe mir ein neues Shirt geschneidert mit einer Fledermaus drauf. Cool, und ich habe total die Zeit vergessen. Ich bin zu Hause. Ich nicht. Das wird knapp. Abigail, guck mal, mein neues Shirt, das ist doch voll dein Geschmack. Aber ich kann jetzt keinen Kaffee mehr trinken. Ich habe Abigail, glaube ich, gar nichts geschenkt heute und so. Warum nicht? Ich habe sie, glaube ich, heute einmal voll ignoriert. Naja, solche Tage gibt's auch. Ich knutsche immer mit Penny. Man muss ja nicht ständig aufeinander hocken.
Ich schaff's noch. 51. Ich schaff's noch. Ah! Komm! Yes! Oh, Alter, war das knapp. Sie fragt mich immer noch nicht. Nee, ich wurde auch nicht gefragt. Naja, Money. Money. Okay. So, nachdem wir jetzt hier Ridley Scott und Künstler und so und alles abgearbeitet haben, würde ich gern mal zu einem für mich großes Thema kommen. Okay. Aus dem Thema. Und zwar ich habe ein Solmecke-Video natürlich geguckt. Wie immer. Sie. Und jetzt habe ich natürlich kein Geschenk für Abigail. Damit du es weißt, ich gehe heute in die Stadt, ich muss mir ein wenig die Beine verdrehen. Ist schon wieder Freitag. Hat Penny auch gerade gesagt. Ja, cool. Also, dass sie heute einfach ja. nur Spaß haben will oder so. War komisch. Ja, und zwar ein Solmecke-Video gesehen und da ging es um die Robotaxis, hieß es in der Überschrift. Oh. Das ist natürlich, also ich will nicht sagen, es ist ein Clickbait-Titel, aber also zieht halt natürlich. Ja. Und zwar ab 2022, was ja in einem Monat ist. Ja. Beziehungsweise für euch ist es fast schon in ein paar Tagen, ich ne? weiß gar nicht. Oder? Nee, ein paar gar Wochen. nicht. So. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass wir schon bis kurz vor Weihnachten aufgenommen haben, was gar nicht stimmt. Das ist richtig. Und zwar das autonome, also das automatisierte Autonome und so weiter Fahren kommt in Deutschland. Tatsächlich haben wir Deutschen das modernste oder das neueste Gesetz übers autonome Fahren auf der Welt. Okay. Und zwar, das wurde diesen Sommer schon beschlossen. Wie das auszusehen hat und wie die Abstufungen sind und alles sowas. Das fand ich total geil, muss ich sagen. Wo ich mir denke, geil, Deutschland mal endlich auf dem Vorreiter. Oder als Vorreiter irgendwo. Und da der Solmecke halt dann... Warte mal kurz, kann ich die ganzen Früchte vom Baum, kann ich die verkaufen? Ja. War nur Normalqualität, war nur Standard. Na, wir können damit halt auch Gelee und Saft und so stimmt. herstellen, Genau. aber prinzipiell kannst du die auch verkaufen, denke ich. Nee, lass mal das Gelee machen. Ach, läuft schon. Ach, egal. Ja, das ist gerade Blaubeeren-Gelee, ist gerade am Start. Und jedenfalls, dann hat er mal so die Texte und so und alles durchgenommen, wie es aussieht. Oh, ja. Ich habe nicht genug Kohle. Und welche Abstufungen es da gibt und die Aussicht ist quasi, in München soll das, glaube ich, zuerst getestet werden oder zuerst gemacht werden jetzt muss ich überlegen, ich glaube vom Münchner Flughafen irgendwo hin, dass es da wirklich sowas wie Robotaxis dann geben soll. Also du rufst die quasi per App ja. Und die bringen dich, ich weiß nicht, in einem gewissen Radius da und da halt hin. Und das soll dann halt immer weiter ausgebaut werden. Und das finde ich mega. Ich finde das so geil. Klasse. Und da hat er auch die Prognose gebracht, naja, wahrscheinlich wird es so sein, die Kinder, die jetzt geboren werden halt einfach gar keinen Führerschein mehr machen brauchen. Ja. Weil einfach dann, also in 18 Jahren ist das wahrscheinlich so gut ausgereift. Da dachte ich mir so, ich habe da voll Bock drauf. Ich auch. Und dann hat er das so aufgedröselt und das fand ich halt so super interessant. Da gibt es dann 5 Stufen und die erste Stufe haben wir halt schon. Das ist das assistierte Fahren. Ich hab... Oh. Shane. Achso, Shane. Oha, nee, Alex, nicht Shane. Alex. Oh, hi. Butch, richtig? Ich genieße einfach nur dieses großartige Wetter, Butch. Hey, mach schon. Ey, cool, wir spielen Ball. Na, ist doch nett. Ja, und ich bin voll schlecht drin. Bonding und so. Ha, netter Versuch. Mann, ich hasse Alex. Ich werde der erste professionelle Gitterballspieler aus dem Sternentautal. Davon bin ich überzeugt. Ich habe schon mein Schulteam bis zur Regionalausscheidung gebracht. Jetzt trainiere ich und werde stärker, um einen Platz in der Aufstellung der Susu-Tunnelers zu ergattern. Ja, ich hatte auch schon mal eine Regionalausscheidung. Wart's einfach ab. Wow, du bist ganz schön arrogant, oder? Ich glaube an dich. Ich finde, dass er halt verdammt arrogant ist. Ist er auch, aber ich glaube an dich. Ja, soll er machen. Und danke, Butch. Das werde ich nicht vergessen. So. Kann ich jetzt weitermachen, oder wart? Bitte. Seid ihr beide endlich fertig? Ja. Nee, und zwar, die erste Stufe haben wir schon, das assistierte Fahren. Also wo sowas wie Einparkassistent, Spurhalter, Abstandshalter, Tempomat, sowas alles. Ja. Also das haben wir schon, ne?
Dann gibt es die zweite Stufe, ist das teilautomatische Fahren, wo du auch zum Beispiel so 30 Sekunden mal das Lenkrad loslassen kannst. Und dann wirst du halt aber vom Auto ja wieder aufgefordert. Was hat hier noch draufstehen? Ein Stauassistent gibt es ja auch, also der dann automatisch für dich halt fährt, sag ich mal, oder eben teilautomatisch in dem Sinne. Dann hast du die dritte Stufe, das ist das hochautomatisierte Fahren. Da ist es dann, warte, was steht hier? Achso, die Lenkung, das Gas geben und das Bremsen wird halt vom Auto dann schon übernommen. Und der Fahrer muss dann aber halt übernehmen, wenn irgendwas passiert. Ne? Also muss halt trotzdem am Start sein. Dann hast du das vierte und das wäre das vollautomatisierte Fahren. So, warte, jetzt muss ich einmal hier genau drauf gucken. Das übernimmt dann die volle Kontrolle und fordert aber den Fahrer oder das Fari auf zu übernehmen. Also fordert ihn quasi ab und zu halt auf, das zu übernehmen oder in Gefahrensachen. Und wenn das nicht erfolgt, also kann ja sein, dass du einen Anfall hast oder so im Auto, dann geht es sozusagen automatisch in so eine Art Notbetrieb und fährt halt möglichst schnell irgendwo rechts ran, Warnblink, schickt vielleicht noch einen Notruf irgendwie ab oder so. Rechts ran. Mit Vollgas, genau. Und ja, und das fünfte, die höchste Stufe ist dann halt das autonome Fahren. Also wo die Autos dann wirklich komplett alleine fahren, du nichts mehr machen musst, du bist quasi nur noch Mitfahrer und das ist halt so für so Bus, Taxi, Shuttle-Betrieb und so dann natürlich vorgesehen. Und ich habe da richtig Bock drauf, ne? Ich auch. Ich habe da richtig Bock drauf, wenn ich einfach sage, heute will ich da und da hinfahren. Ich gebe irgendwie in meiner App ein, hier, ne, so und dann brauche ich irgendein Auto, das mich da und da hinbringt und dann kommt das halt vorgefahren, ich setze mich rein und bam und geil. Ja, ich bin auch absolut dafür. Ich finde nämlich, das Schlimmste am Verkehr ist der Mensch. Ja, definitiv. Das ist am Straßenverkehr. Genau, am Straßenverkehr. Das muss endlich, da muss endlich was gemacht werden, weil das Fahrer und Fahrerinnen abschaffen. Ja, nee, also ist ja wirklich so. Ja, das meine ich. Fari abschaffen. Das darf gerne automatisiert passieren. Das Einzige, was da noch geklärt werden muss, und das ist aber eine hochethische Frage, die da noch geklärt werden muss, ist, wie sehr das Auto entscheiden kann in Gefahrensituationen. Und zwar geht es nämlich darum, zu unterscheiden, wen fahre ich jetzt um. Da gibt es tatsächlich auch schon eine Regelung und also gibt es auch schon ewig. Du darfst nicht, wie nennt sich's, Güter gegen Güter abwägen. Also du darfst nicht Leben gegen Leben abwägen. Also das darf das Auto eigentlich nicht entscheiden. Ist richtig. Aber was passiert, wenn der Fall eintritt? Also man kann ja einfach sagen, ja, das darf halt nicht passieren, aber es passiert ja. Also es wird ja passieren. Ja. So. Die Entscheidung wird irgendwann werden Autos treffen müssen. So. Wenn es darum geht, okay, hier ist eine Gefahrensituation, sagen wir mal, der Fari hat jetzt oder Insasse kann nicht anfangen, die Kontrolle zu übernehmen, weil fällt gerade in Ohnmacht. So. Und jetzt rast das Auto, aber gerade irgendwie weiß nicht, kann nicht mehr ausweichen, weil irgendjemand auf die Straße rennt oder sonst was oder irgendwas passiert. So, fahre ich den jetzt um oder fahre ich jetzt gegen den Baum und dann stirbt aber der Insasse? Was machen wir? Oder ich muss jetzt, das Auto muss irgendwie ausweichen. Links ist eine Oma, rechts ist eine Mutter mit Kind. Wohin weicht das Auto aus? Weißt du, das ist halt das Problem. Das muss irgendwo geklärt werden und das kann ein Mensch schon nicht entscheiden. Das kann natürlich eine Maschine auch nicht entscheiden. Das Auto explodiert dann einfach. Ja. Selbstzerstörung. Ist halt schwierig. Solche ethischen Fragen müssen eben geklärt werden in irgendeiner Art und Weise. So. Ich finde aber auch, dass da in solchen Situationen niemand Schuld hat. Niemand Schuld haben kann. Nee, auf keinen Fall. Da sollte niemand zur Verantwortung gezogen werden. Dann. Nee, das geht nicht. Außer es hat halt diese Fehlfunktion hat jemand bewusst herbeigeführt. Ja. Ist halt ein tragisches Unglück. So. Passiert eben auch. Davor ist niemand gefeit. So. Ja. So schlimm das auch ist. Ja, deswegen nennt man es ja auch Unfall. Genau. Obwohl, eigentlich ja Kollision, weil ein Unfall, warte mal, wie war das? Ein Unfall lässt die Vermutung nahe,
lässt die Vermutung zu, dass jemand schuld war. Deswegen soll man ganz neutral sagen, eine Kollision. Ah, wieder was gelernt. Ja. Das wusste ich nämlich auch nicht. Also weil Unfälle passieren ja nur durch irgendwelche Fehler, Fehlverhalten oder was auch immer. Mhm. Und dann würde ja jemand Schuld haben. Ey, ich schaffe es voll nicht, diese scheiß Riffbarsch-Mission abzuschließen, gerade für Willy. Oh, 1000 Auch Stück krass. Stein. In einer Woche? Schaffen wir. Ja, das kriegen wir Schädelmine. hin. Schädelmine. Ich habe Müll geangelt. Zählt das auch als Stein? Ich glaube nicht. Zählt eine Cola-Dose als Stein? Hier ist auch noch was anderes. Nein, Mayonnaise zählt auch nicht als Stein. Das wäre Oh, meine und nächste 35 Frage Kupfer gibt es als normalen Aushang bei Pierre, falls du das auch Hab noch ich schon. willst. Habe ich Weil das- schon. Achso, weil das Also noch können nicht wir ja dann erledigt, super aber kombinieren. schon. Aber ja, das Dann machen gehe wir ich jetzt gleich. noch ein bisschen in die Mine. Machen wir gleich in der normale- nächsten Folge. Machen wir das fertig. Heute schaffe ich das wohl nicht mehr. Obwohl, nee, warte mal, erstmal im Steinbruch gucken. Da gibt es ja manchmal auch ein paar Steinchen. Ja. Ja, nee, deswegen, ich habe voll Bock auf autonomes Fahren. Mhm. Ich hoffe einfach, dass das super schnell gemacht wird. Und hier in der jetzt Infocard ist ein super Song dazu. Entschuldigung. Okay. Ja. Und ja, ich hoffe einfach, dass das voll schnell gemacht wird und so. Habe ich Bock drauf. Jetzt mit der neuen Regierung, mit dem neuen Koalitionsvertrag ist ja auch das, fand ich auch interessant, die wollen, warte mal, was, 2030 oder 2035? Bis dahin soll die Herstellung von verbrennungsmotorgetriebenen Fahrzeugen soll da eingestellt werden. Ja. Also es soll dann komplett auf Elektroautoherstellung und so umgestellt werden. Finde ich auch, glaube ich, ganz gut. Und falls ihr jetzt noch irgendwie schreiben wollt in die Kommentare, aber die ganzen Fahrerjobs und so weiter und Taxifahrerjobs, Da haben habe wir auch ich schon mal- tatsächlich auch schon da was. haben wir auch schon mal was zu gesagt, tatsächlich in einer Folge. Oh, ich erinnere mich aber nicht, welches war. Die musst du raussuchen dann. Ja, Vielleicht habe ich es aber auch suche vielleicht habe ich es echt gut getaggt. Dann findet man vielleicht gut. Vielleicht suche ich es auch nicht raus, aber es geht einfach nur darum, Jobs müssen sich auch anpassen. Ja. So, Ja, oder ganz, es werden dann halt also- auch neue Jobs frei, ne? Also das ist Genau. das, was ich mir dazu nämlich noch aufgeschrieben habe. Hat der Solmecke, glaube ich, auch erwähnt. So zum Beispiel, wenn es jetzt noch nicht komplett autonom ist, sondern nur vollautomatisiert, muss ja trotzdem noch ein Mensch am Start sein. So, Ja. und das ist ja meinetwegen Busfahrer, Zugfahrer, Taxifahrer und so, dass die dann halt immer noch natürlich trotzdem fahren, also Ja. drin sind in der Fahrerkabine meinetwegen, und die müssen halt ab und zu doch mal ein paar Knöpfe drücken. Ne? Also zum einen das, und wenn es dann trotzdem voll autonom ist, muss ja irgendjemand trotzdem diese Wagen oder diese, ich will mal Gefährte sagen. Sagt man Gefährte? Nee, Gefährte ist jemand, der dich das begleitet. Gefährt. Das, ja, aber die Mehrzahl ist Gefährtis. Jemand muss die ja quasi auch überwachen. Ne? Ja. Also es muss ja eine Art Verkehrskontrolle geben, die dann sagen, okay, der Wagen hat eine Störung, da muss irgendwas passieren, dann die Dinger müssen gewartet werden, die Dinger müssen programmiert und hergestellt werden, die müssen auch kontrolliert werden, ja, vielleicht werden aber die auch natürlich dann ist das Fahren aus an einer sich- Schaltzentrale irgendwie dann gesteuert, erstmal so, ne? Ja, aber das sind Fahren halt auch an sich macht ja auch Spaß. Ja, nee, aber ich meine, da werden halt definitiv auch Jobs auftauchen, die es vorher so halt dann einfach nicht gab. Ja, aber es ist eben schade, wenn das Fahren als solches auch wegfällt. Ich meine, ich habe kein Auto mehr, aber Fahren an sich macht eben auch irgendwo. Ja, kannst halt auf dem Rummel trotzdem noch Autoscooter fahren. Außerdem, du kannst Es auch ist- weiterhin Mario Kart streamen. Naja, es Oder ich denkst red ja auch du, nicht oder von- denkst ich du red ja auch nicht die von mir. Grünen nehmen dir das weg? Na, wenn die Grünen erstmal hier Internet abschalten, weil es zu viel CO2 verursacht. Ja, Ja, deine Switch, wenn du die laden musst, das verursacht Genau. auch CO2. nee, ja. ist natürlich doof so. Da muss es irgendwie. Ich glaube nicht, dass das Fahren ganz abgeschafft werden wird, so in dem Sinne. Weil die Leute einfach zu gerne Auto fahren und das. Ich sehe es jedenfalls noch nicht. Ich hoffe es aber einfach. Natürlich, irgendwo hoffe ich das auch und ich hoffe, dass sich die Menschheit und ich mich auch dahingehend gut weiter. Ich meine, ich fahre ja sowieso die ganze Zeit autonom. Ich meine, ich fahre immer mit der Bahn. Stimmt. Also, die ist ja fast autonom. Also, das ist ja jetzt nicht. So viel macht er da auch nicht mehr, der vorne. Der Uwe. ja, auch die Frauen heißen da Knöpfe Uwe. drücken. Auch die Nee, Money. Money heißt nicht. Oh, Money? Abigail ist nicht zu Hause. Money.
Also Penny M-A-N-N-I. ist da. Also so kenn ich das. Okay. Bus-Money, Tram-Money, Zug-Money, LKW-Money. Also weil sie alle Manfred heißen quasi. Ja, schön. Haben wir über das Thema nämlich auch mal gesprochen. Ja, schön. Die Folge ist vorbei. Ja, ich weiß. Merke ich gerade. Mann, das ging schon wieder richtig schnell. Kann ich wieder 2 Themenzettel erstmal wegschmeißen. Themenzettel weg. Flupp. Ich habe noch genug andere. Und wir haben Geld verdient. Ja, Mann. Läuft gut. So, ja, dann sage ich mal Dankeschön an alle, die reingeschaltet haben. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und den ganzen anderen Scheiß. Kommentiert fleißig. Was sagt ihr zum autonomen Fahren? Was sagt ihr zu Nicht unseren autonomen Fahren. Abo-Specials? Achso. Hast du noch was zu sagen, Bob? Sonst rappen wir das mal ab jetzt hier. Nö, hab nichts mehr dazu zu sagen. Autonomes Fahren, finde ich geil. Soll jetzt kommen, sofort. Und los. Ab heute. In der nächsten Folge dann autonomes Fahren. Hoffentlich. Leute, haut rein. Macht's gut. Tschüss.